In der letzten halben Stunde. We're going to look at Ezra and Nehemiah. Wir gucken uns jetzt ein bisschen von Esra und Nehemia an. Just in the big picture. Einfach den großen Überblick. But first I wanted to see if there was any questions. Aber zuerst möchte ich euch gerne auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. You can ask your question later, Cass. It's a question. Okay, go ahead. What time is it? Any other questions? Okay. Yeah, one question. What was with Egypt at this time during the Persian Empire? They were a vassal to Persia, or they were another small empire? Or? Yes, good question. Was war mit Ägypten zur Zeit, wo das Persische Reich stattgefunden hat? Both. They were still their own empire. Also die waren auch ihr eigenes Königreich. But they were taken over at different parts, and they had different strengths in different parts. Aber die haben verschiedene Teile übernommen und die hatten Strings oder Strings? Strength. Und die hat verschiedene Stärken. So they did rebel sometimes against the Persian Empire. Und die hatten zum Teil gegen das Persische Reich rebelliert. So for example, when my mind is blanking, Cambyses goes down. Und zum Beispiel als Cambyses dann niedergefallen ist, then you see him attacking like Egypt. dann könnt ihr sehen, wie Ägypten angegriffen wurde. Artaxerxes also, there was rebellions in Egypt at that time, so they were always like this struggling empire to keep their own identity. Und die Ägypter waren immer so ihres eigenes Königreich, das versucht hat, ihre eigene Identität zu wahren. But Persia did control them most of the time. Aber die Persien hatten sie zur meisten Zeit der Zeit unter Kontrolle. Question. Any other questions? Yes, I do have one. Yes. Ich habe eine. I was told before, I heard that Babylon was not like a big city, or before they became world power. But from the indication you gave that if you walk 30 kilometers per day, it will take you 3 months, and as I multiply those kilometers, it's about 3,000 kilometers. Mm-hmm. So Now that's not Babylon, that's Persia. When it was Persia. That was Persia. Yeah. Also ich habe gehört, dass Babylon war ja eigentlich gar nicht so eine große Stadt. Und wenn man die jetzt zahlt, diese 30 Kilometer mal die 3 Monate nimmt, dann wäre das ja 3.000 Kilometer. Aber das ist eben nicht Babylon selber, sondern das ganze Königreich. Actually, a lot of people say Persia was a larger empire than the Roman Empire. It was the largest empire in history. Und die meisten sagen, das persische Königreich war größer noch als das römische Reich. Das war das größte Königreich in der Geschichte. Under Darius. Unter Darius. During his time. Während seiner Zeit. Good question. Yeah, if anything seems confusing, there is a lot of videos on YouTube and everything to explain the Babylonian Empire, the Persian Empire. Und wenn es so ein bisschen verwirrend aussieht, da gibt es total viele gute Videos auf YouTube, wo man sich das mal kurz angucken kann. Das babylonische Königreich, das persische. Yeah. But for our sakes, we're trying to understand what did the Jewish people feel like in Babylon at that time. Und wir wollen jetzt verstehen, wie haben sich die Juden gefühlt in Babylon zu der Zeit? And when I use the word Babylon, I'm often speaking of it as the city in the larger Persian Empire. Und wenn ich jetzt über Babylon rede, dann rede ich da meistens über die Stadt Because it was still called Babylon, that city. im größeren persischen Reich, weil es immer noch Babylon hieß. Okay. Yes. Oh. Okay. Any other questions? Noch eine Frage. I mean, of course, feel free to ask anytime, and I'm not the expert on Persian history, but I have done some study. Da fühlt euch frei, immer zu fragen. Ich bin jetzt nicht der Experte in persischer Geschichte, aber ich habe ein bisschen studiert. Yes. Is the Darius who reigned from 424 to 405 also mentioned in Ezra and Nehemiah? Because as I figured it out, it was this one, but you didn't mention him. That's right. Also ist der Darius, der 424 bis 405 regiert, hat der gleiche, der in Esra und Nehemia erwähnt wird? A great question. In Ezra, chapter 4, In Esra Kapitel 4. it is, we'll look at it tomorrow. We're not going to look at it right now. Das gucken wir uns morgen an. But it is the writer of Ezra and Nehemiah take all of the opposition and put it in one chapter. Und der Autor von Esra und Nehemia hat die ganzen Feinde genommen und das alles in einem Kapitel zusammengefasst. So if
Have you guys learned how to color code an observation? Musstet ihr auch mal so farblich markieren, die Beobachtung? If you wanted to take a color and just go through that chapter and highlight the names of the kings, you'll see them almost all represented in this one chapter. Und wenn ihr durch Esra Kapitel 4 geht und dann die Könige anstreicht mit der Farbe, dann seht ihr, dass die ganzen Könige wahrscheinlich daran repräsentiert sind. And the way that the author makes it look, it sounds like it's all happening at one time. Und so wie der Autor das darstellt, hört sich das an, als würde das alles zeitgleich agieren. But he also knows that he's mentioning all of these kings' names, so you'll be able to tell it's not all the same. Aber da steht auch, der nennt ja die ganzen Namen der Könige, das heißt, es kann gar nicht zeitgleich stattfinden. So when you're studying that chapter, you need to ask yourselves, why did they put all of that opposition together in one chapter? Und wenn ihr das Kapitel studiert, dann könnt ihr euch überlegen, warum haben sie denn die ganzen feindlichen Könige da reingepackt? But we'll look at that more tomorrow, is that okay? Und das gucken wir uns morgen an. Okay. Because I just want to give you some big picture about Ezra and Nehemiah. Also wir haben jetzt so einen großen Überblick über Esra und Nehemiah. Okay, so originally they were one book in the Hebrew Bible. Ursprünglich waren sie nur ein Buch in der hebräischen Bibel. They were only divided into Ezra and Nehemiah in the 3rd century. Die wurden erst im 3. Jahrhundert nach Christus in Esra und Nehemiah geteilt. These are two of my favorite books in the Bible. Und das sind zwei meiner Lieblingsbücher in der Bibel. Actually, my life verse comes from Ezra 7:10. Und mein Lebensmotto kommt von Esra 7, Vers 10. Ezra says in 7:10, says, I, paraphrased, I will study the law of the Lord. Und paraphrasiert steht da in Esra 7,10, denn ich werde das Gesetz des Herrn studieren, And I will do it, ich werde es tun and I will teach it to Israel. und ich werde es Israel unterrichten. And that is actually what we named our Biblical Studies Department, Team 710. Und so haben wir, den Namen haben wir unserem Bibeldepartment Abteilung gegeben, Team 710. We thought Biblical Studies Department is kind of boring, so Team 710 sounds cooler. Und wir dachten, vielleicht, der andere Name ist ein bisschen cooler, Team 710, anstatt Bibel, das ist Studium Department. But it really is our heart, and my heart as a Bible teacher, to know the Word of the Lord, to do it in my life, and then to teach it. Und das ist wirklich mein Herz, das Wort des Herrn zu kennen, es zu studieren und dann zu richten und zu unterrichten und zu tun. I love Ezra and Nehemiah. Ich mag es von mir. I teach them a lot. Ich unterrichte die sehr viel. Teaching them this summer in our SBS. Okay, In unserer SBS darf ich die im Sommer unterrichten. so, did you guys read through Ezra and Nehemiah already? Habt ihr Yes? schon Esra und Okay. Nehemiah gelesen? Did you guys notice anything special about the first few verses Ist and euch how it irgendwas- relates to Chronicles? Ist dir irgendwas Besonderes aufgefallen über die ersten Verse und ob es eine Verbindung zu den Chroniken gibt? If you didn't, you can look now. Look at the end of Chronicles and the beginning of Ezra. Guckt euch mal das Ende der Chroniken an, den Anfang von Esra. It should be easy for it to be like this. Maybe. Also das könnte... What do you guys observe? Was ist euch aufgefallen? Carefully. Ja, The guckt mal last genau. chapter of 2 Chronicles. Das letzte Kapitel von 2. Chronik. Yes, it's the same. Ja, es stimmt, das ist das Gleiche. So this is not the only similarity between Chronicles and Ezra. Aber das ist nicht die einzige Übereinstimmung zwischen Chroniken und Esra. Did you guys talk much about Chronicles yet? Habt ihr denn schon mal viel über Chroniken geredet? Did anybody teach Chronicles? Wer hat denn Chroniken unterrichtet? You guys remember who wrote Chronicles? Wisst ihr denn noch, wer Chroniken geschrieben hat? No? Okay. Well, there's lots of similarities between Chronicles and Ezra. One thing is they really both are concerned with the temple Und es gibt viele Gleichheiten zwischen Esra und den Chroniken. Und eins ist, dass sie beide mit dem Tempel and zu like tun the haben. customs of worship are both Und very important in these books. welche Rituale man beim Lobpreis haben muss. They both also have lots of lists of names of people. Und die haben auch viele Listen von Namen von Menschen. And in 2 Chronicles 36, 1 to 21, In 2. Chroniken 26, can you guys look 1 there? bis 21. 36, 1 to 21. 2. Chroniken 36. It talks about kind of how Judah goes downhill. Das redet so ein bisschen darüber, wie es mit Judah bergab geht. And then when you get to verse 7, Und wenn man dann zu Vers 7 kommt, it tells you kind of everything that they took out of the temple. da wird auf einmal gesagt, alles, was aus dem Tempel rausgenommen wird. Right? Took out the precious vessels and all sorts of things. Und er brachte dann also schöne Gegenstände und so Sachen. Okay, and then in Ezra, Und dann in Esra, you can see this list da seht ihr diese Liste. in verse 8 to 11 in chapter 1. 1, 8 bis 11.
you can see all the things that they bring back to the land. Und da stehen dann auf einmal alle Sachen, die zurückkommen in das Land. Okay, so there's a lot of similarities, Also es gibt viele Gleichheiten. and most people think that probably the same person who put together Chronicles also put together Ezra and Nehemiah. Und die meisten Leute denken, das ist der gleiche. Und der Chroniken zusammengestellt hat, wahrscheinlich auch Esra und Nehemia zusammengestellt hat. Now, Ezra and Nehemiah are interesting books. Esra und Nehemia sind interessante Bücher. I'm going to talk about them together because originally they were one. Und wir behandeln die beide gleichzeitig, weil die eigentlich ein Buch sind. Yes, So the things that were taken in Chronicles, they came back in Ezra. exactly. Okay. Und die Frage war jetzt, die Dinge, die in Chroniken abhanden gekommen sind aus dem Tempel, die werden in Esra wieder zurückgebracht. Okay, good. Ja. So, did you notice that in some parts of Ezra, he's talking about himself in the first person pronoun, I? Und wisst ihr, in einigen Teilen von Esra, da redet der Autor über sich selber in dem ersten Person ich. Did everybody see that? Hat das jeder gesehen? It starts in chapter 7, I Und believe. das fängt in Kapitel Esra 7 an. No, sorry, chapter 8, Ein bisschen später, Kapitel in 8 verse 15. und 15. Mhm. Ab 15. So, he talks about how he gathered all these people by the river. Da steht dann, ich versammelte sie am Fluss. But then in Nehemiah, Und jetzt in Nehemia, he also speaks in the first person pronoun. da steht auf einmal auch jemand, der sagt ich. And plus, I don't know if you looked in your footnotes when you were reading, but there's large chunks that are written in Aramaic. Und ich weiß nicht, ob ihr in der Fußnote geguckt habt, aber es gibt viele Teile der Bücher, die in Aramäisch geschrieben sind. Did anybody notice that? Ist euch das aufgefallen in den Fußnoten? It's the letters that the kings write. Und King's Wife oder King's Wife? Right. Achso. Right. So, und das sind die Briefe, die die Könige geschrieben haben. Okay, it's in Ezra chapter 4 In Esra Kapitel 4 and Ezra chapter 7. und auch in 7. Actually, it goes from chapter 4 all the way to chapter 6. Und eigentlich geht es von 7 bis 6. So there's these official documents that are included in Aramaic. Und es gibt diese offiziellen Dokumente, die in Aramäisch geschrieben sind. And then there's these registers of all the people that went back to the land, like these lists and names of people. Und dann gibt es ja die Listen von Namen, von den Geschlechtern, die zurückgekommen sind in das Land. So it looks like these letters were put together by somebody who had access to a lot of different types of materials. Und es scheint, als wären diese Briefe, diese Esra und Nehemia zusammengestellt worden von jemandem, der viel Zugang zu vielen Dokumenten hat. Okay? Most people, not all, think that Ezra is the one who put these books together. Und die meisten Leute denken, dass Esra derjenige ist, der diese Bücher zusammengestellt hat. That because he was a priest, so he knew the law. Er war der Priester und er kannte das Gesetz. He also was in Babylon, so he knew what the people were like there. Er war aber auch in Babylon und wusste deswegen, wie die Menschen da sind. He went to Jerusalem, so he had a good picture of what it was like there. Er ist nach Jerusalem gegangen und hatte einen guten Überblick, wie es in Jerusalem aussieht. And he also talks about writing, and there's history that talks about how he might have been a disciple of Baruch, Jeremiah's guy. Es geht auch ein bisschen um die Geschichte und es könnte auch sein, dass er ein Jünger von Baruch war. And in the Talmud, which was put together around 200 after Jesus, Und im Talmud, der ungefähr 100 bis 200 Jahre nach Jesus zusammengestellt wurde, they say he wrote it. da steht, Esra hat es geschrieben. So whether it be him or somebody like him, Also ob es jetzt er war oder jemand ähnlich wie er, they decided it was really important derjenige hat sich überlegt, es ist sehr wichtig, diese Listen da reinzutun. that people needed to know Und dass die Menschen wissen, who went back wer zurück ist and what they gave up und was sie damit aufgegeben and haben. how hard it was Und wie schwer das war. and all the struggles. Und die ganzen Schwierigkeiten. This was important to have down in history. Und das ist ein wichtiger Punkt der Geschichte, der niedergeschrieben werden musste. Now if you were one of those people, Wenn ihr einige von diesen Menschen gewesen wärt, let's say you went back to the land. stellt euch mal vor, ihr geht in das Land zurück. You were one of those people that volunteered to go even though it was awesome in Babylon. Ihr habt euch bereit erklärt, ihr geht, auch wenn es ein schönes Leben hattet in Babylon. And you get back to the land. Und ihr geht zurück in das Land. Now you guys have read Ezra and Nehemiah. Habt ihr Esra und Nehemia gelesen? Was it easy? War das einfach? No. No. Did they have opposition? Hatten die, also war das einfach, da zurückzugehen? Hatten die Gegner? Yes. Yeah. And it wasn't just the opposition that made it hard. Und das war aber nicht nur die Gegner, die es schwer gemacht haben. Right in the middle of Nehemiah, you read about a ton of stuff happening with the poor, not having enough food. Gerade in der Mitte von Nehemia, da gibt es eine ganze Menge, die geschrieben ist über
die Armen, die nicht genug zu essen hatten. You'll read about later in Malachi all the struggles that the people were having, and also in Haggai. Und die redet später in Malachi über die ganzen Schwierigkeiten, die sie hatten, später auch in Haggai. Imagine you go back, Stellt euch vor, ihr geht zurück. and you're there, and it's just hard. This is not easy. Und ihr geht zurück und es ist einfach nur schwer und es ist gar nicht einfach. What are you wondering? Warum wundert ihr euch? Yeah. Is it the right? Did we actually hear God? Über, Should we have gone über back? was wundert ihr euch? Zum Beispiel, war das jetzt richtig zurückzugehen? Haben wir denn auf Gott gehört? Is this God even real? Existiert der Gott eigentlich? Right? Was noch? Now these are people that they didn't live at the time of the kings and Moses and Abraham. They don't have all these miracles. Die hatten nicht zur Zeit gelebt, wo der Mose gewesen war, die Könige, wo die ganzen Wunder passiert sind. In fact, right in the middle of their building, one of the governors says stop, and they stop for years. 16 just sitting there. Und gerade als sie so ein Gebäude gebaut haben, vielleicht sogar den Tempel, da hat auf einmal so ein Herrscher gesagt, hey, ihr müsst jetzt aufhören, dann mussten die für 16 Jahre Pausen machen zu bauen. But it does say Aber es sagt, that God stirred their hearts to go back. dass Gott in ihr Herzen aufgewühlt hat, zurückzukehren. That is a repeated phrase in these books. Und das wird in diesen Büchern wird es immer wieder wiederholt. When you read them, watch for the word. He stirred up their hearts. Wenn ihr das lest, dann Stirred up their schaut nach hearts. diesen Wörtern, er hat ihr Herz aufgewühlt. And Ezra says Und Esra sagt, that God is in charge of history. dass Gott in Kontrolle ist über Geschichte. He wants the people to see, when he compiles these things, that yes, God is still sovereign. Esra wollte, dass die Leute sehen, dass wenn er diese Sachen aufgeschrieben hat, dass Gott immer noch souverän ist. It doesn't matter that it's hard. That doesn't mean that God didn't plan this. Das heißt nicht, dass es nicht schwer ist oder dass Gott das nicht geplant hat. Maybe it's not looking just like they think it should. Aber vielleicht ist es einfach anders, als sie sich das vorgestellt haben. Right? Temple didn't just woo go up and the walls and the presence fill the temple and hallelujah. Der Tempel ist nicht so einfach so auferstanden, so hat sich selbst gebaut oder die Herrschaft des Herrn hat den Tempel erfüllt. Nee, ist nicht passiert. It's not easy. They are going through struggles. Es ist nicht so einfach, die gehen durch Schwierigkeiten. And the writer of Ezra and Nehemiah, and God wants them to know, I am sovereign. Der Autor von Esra und Nehemiah, der wollte trotzdem die Botschaft rüberbringen, dass Gott in Kontrolle ist. I stirred up Cyrus's heart. Ich habe das Kyros Herz bewegt. I protect you on this way back to the Ich land. habe euch beschützt auf dem Weg, als ihr zurück in das Land gekommen seid. I am with you. Ich bin mit euch. Don't give up. You made the right choice to go back to the land. Gebt nicht auf, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen, in das Land zurückzukehren. And if you take nothing else away from these books, what you should take away is God's sovereignty, even when it's hard. Und die Hauptbotschaft, die ihr mitnehmen solltet aus diesem Buch, ist, dass Gott in Kontrolle ist, auch wenn es für uns schwierig ist. And I know for me, sometimes when life gets hard, I feel like, am I really in God's will right now? Und manchmal, wenn das Leben für mich schwer wird, denke ich mir, bin ich denn eigentlich noch in Gottes Willen? That's the wrong question. Und das ist aber eine falsche Frage. Because life can be hard right in the middle of God's will. Denn das Leben kann hart sein, genau in der Mitte, wo Gott euch haben will. Yeah, He might call us out of a nice, beautiful place and say, go to a place with tents and no running water and no bathroom, and we need to obey. Und er kann uns rufen aus unserer Villa und er kann uns rufen, geht dahin und schlafen im Zelt ohne fließendes Wasser. Und wenn er uns ruft, müssen wir gehorchen. I often talk to my children, they say things like, why can't we live back in Canada, Mom? It's easier there, I speak English, I have lots of friends, Meine Kinder haben mich oft mal gefragt, hey, warum können wir nicht zurück nach Kanada? Da ist es einfacher, die sprechen alle Englisch, da können wir zur Schule gehen, wir haben Freunde. And I say, well, the Lord did not tell us to live there, Und ich habe gesagt, er hat uns nicht gesagt, dass wir da leben sollen. so we need to obey Him, Und es ist wichtig, ihm zu no matter gehorchen, how hard it is. egal wie schwer es ist. And I think we want to start this week. We'll look at a lot of different details of the books, but let's start this week by saying, Lord, no matter how hard it is, we want to be like people that are faithful and trust your sovereignty when you speak to us. Und wir gucken uns diese Woche die Bücher in verschiedene Details, aber was wir jetzt sagen wollen, ist, dass wir treu sind, egal was du uns anvertraust. Because that's what these books are about, opposition. Denn das, was in den Büchern geht, Hard life. es wird um hartes Leben, es wird um Gegenwind gehen. But God needed his people back there so that Jesus could be born and a redemption plan could happen, and he needed obedience by his people then. Aber was Gott wollte, der brauchte seine Leute da, damit sein Erlösungsplan eigentlich umgesetzt werden konnte, damit Jesus geboren wird.
Today we covered a lot of political history. Heute haben wir ziemlich viele politische Sachen abgedeckt und Geschichte. But tomorrow we're going to look at the returns to the land and specifically the types of opposition Morgen they face. gucken wir uns den Rückkehr in das Land an. And the opposition they face. Achso. Und genau, was diese Opposition ist, denen sie begegnet sind. But I want to encourage you, don't be afraid if God's calling you to do something hard. Take courage. You can do it. Aber ich möchte euch ermutigen, seid nicht Might even be the SBS. ängstlich, wenn ihr irgendwas Schweres machen wollt. Deswegen könnt ihr die SBS machen. I'm just kidding. I didn't say that aloud. Okay. Das habe ich nur gedacht, das habe ich mir gesagt. Whatever it may be, if He calls you to a hard land or an easy life, let's just be obedient. Was auch immer es ist, wo Gott euch hinruft, seid einfach gehorsam. Because you never know why. Denn ihr wisst nicht, was daraus We can't see resultieren the wird. long time. They couldn't either. Mit dem Long-Term-Plan, den können wir nicht sehen. Let's pray. Lass uns beten. God, thank you so much that you are with us, Vater, wir danken dir, dass du mit uns bist, that you speak to us, dass du mit uns redest, that you love us, dass du uns liebst, that you're still sovereign. dass du immer noch in Kontrolle bist. God, I am so grateful that you're sovereign. Vater, ich bin so dankbar, dass du in Kontrolle bist. Even when I live in a land that is war right now, I trust your sovereignty. Vater, auch wenn ich gerade in einem Land lebe, das im Krieg ist, vertraue ich deiner Macht. Even when we see all of the hard things around us, we trust, God, that you are still returning. Vater, auch wenn wir die ganzen schwierigen Dinge um uns herum sehen, dann vertrauen wir, dass du zurückkommst. And Lord, when you stir my heart, I want to be obedient. Vater, und wenn du unser Herz aufwühlst, dann wollen wir folgsam sein. No matter what you're calling me to do. Egal, wie dein Ruf aussieht. God, I really want that. Vater, das wünsche ich mir. Forgive me for the times I say no to you, Lord, because I'm scared or it seems too hard. Vergib mir für die Zeiten, wo ich Nein zu dir gesagt habe, wo es zu schwer war. Weil es zu schwer schien. Give us courage, Lord, by the Holy Spirit that lives within us. Vater, wir bitten dich um Mut durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. And if there's somebody in this room, Lord, that's really struggling with a decision, God, I pray that you would stir their hearts to make the choice you want them to make. Und Vater, wenn ihr jetzt in einem Raum ist, der gerade mit einer Entscheidung kämpft, dann bitte ich dich, dass du ihr Herzen auffüllst, damit sie die Entscheidung treffen, die nach deinem Willen ist. Doesn't mean we're not afraid, Das heißt nicht, dass wir keine Angst haben müssen, but God, we go forward with faith in the midst of fear sometimes. aber wir werden vorwärts gehen mit Glauben in der Mitte von Angst. Help us to learn that lesson as we study these books this week. Helf uns, das zu verstehen, wenn wir diese Woche diese Bücher studieren. In Jesus' name, Im Namen von Jesus. amen.